about 86, 50, 87-ish. 83 Metern, 73, 88 Meter 29, auch für ihn persönliche er Bestleistung. hat die Olympianomenschaft. Das sind die neuen Speerwurfhelden aus Deutschland. Julian Weber. So that is a throw to be celebrated. Das ist gut. Oh. Fuck. So. Nochmal tief einatmen. Ausatmen. Zack. Okay, gut. Andere Seite. Gleiches Spiel. Ja, ich habe erst mal gedacht, dass die Saison halt vorbei ist. Wir waren im Trainingslager und ja, auf einmal hatte ich Schmerzen, die auch ins Bein gezogen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, das fühlt sich nicht so gut an. Und dann durch ein MRT wurde es bestätigt, dass ein Bandscheibenvorfall ist. L4, L5, L2, L3 und da ist auch der Sequester aus der Bandscheibe herausgetreten, auf den Nerv gedrückt. Deswegen war mein Bein auch taub, konnte mein Bein kaum anheben, wochenlang. Und es war keine schöne Zeit. Tief ein und aus. Ja, aber jetzt hast du die Muskulatur wieder so weit aufgebaut, dass du trotz deines Bandscheibenvorfalls weiterhin Leistungssport machen kannst. Das ist wichtig. Hoffentlich bleibt es auch so. Fester. Zieh. Ja, tief einatmen, ausatmen. Zack. Und die andere Seite. Tief ein und aus. Gut. Oh, ja. Okay, Das war gut. alles klar. Danke. Gerne. Jetzt wird es zu warm. Es ist gleich schon nass, das Shirt. Ja, ich habe vorher lange Handball gespielt. 2 Jahre Leichtathletik, Speerwurf und Handball. Beides gleichzeitig gemacht. Und es ging auch alles gut. Und dann war ich aber im Speerwurf schon so gut, dass ich dann gesagt habe, nach der Verletzung, dann lasse ich das lieber mit dem Handball und konzentriere mich auf den Speerwurf. War dann auch die richtige Entscheidung. Für mich ist Julian der weltbeste Speerwerfer, ganz klar. Ja. Kommen Sie zu dieser Einschätzung? Weil das einfach ist. Es ist keiner, der mit so einer Vorverletzung sich hinstellt und nach einer kurzen Zeit wieder 86 Meter wirft. Ja, das gibt es gar nicht. Das ist 3 Meter unter dem Europameistertitel. Da fehlt mir einfach die Schnelligkeit und die Kraft. Das, was ich im Arm habe, fehlt mir dann in den Füßen und in den Waden zum Beispiel. Einfach das auf die Bahn dann umzusetzen in dem Anlauf. Und, Dann können wir einen 90-Meter-Wurf erwarten. mehr als das. Mehr als das. Wir müssen, wie gesagt, Anlaufkontrolle heute machen. Auch wenn die Speere schön fliegen beim Julian von der Wiese, kann er ganz toll, macht er gleich ein paar Würfe, aber wichtig sind die Anläufe, das ist das A und O. Ja? Weil du weißt, wie viel Gute hast du gehabt in Birmingham? 1,5. 1,5. Siehst du, und wie viel brauchst du, um weit zu werfen? 6. Also 6 Mal muss der Anlauf sitzen. Okay? Komm, gib Gas. Wenn ich den Fuß so aufsetzen könnte, wie er muss, und wenn ich richtig stemmen könnte, weil normalerweise stemme ich und dann geht es so ein bisschen ins Knie und da geht halt ziemlich viel Kraft verloren. Und wenn ich dann aber aufstellen könnte und so drüber gehen könnte mit gestreckten Beinen,
dann würde das ganz woanders hingehen. Also normalerweise. Julian ist so eine gute Mischung aus allem. Also seine Kraftwerte sind eher unterirdisch, also im Vergleich zu den anderen Werfern, muss man ganz deutlich sagen. Ja. Aber alles andere, was dann aufwärts geht, ist absolute Weltklasse. Und die Schulter ist die weltbeste Schulter, bin ich mir ganz sicher. Ja. Also da gibt es keinen, der so feuern kann wie der Julian. Die gleiche Schrittzahl. Ich zähle auch mit. Ja. So, und dann machst du von Anlauf zu Anlauf machst du einfach nur ein bisschen mehr Druck, ja, bis du an deinem Wettkampfanlauf bist. Das kannst du ruhig 10 Anläufe gehabt haben. Ja. Und zähl durch. Ja, super. Also, nochmal 2 zurück, immer jetzt ein Stückchen weiter nach hinten. Ja, jetzt kommen noch 2 Wettkämpfe diese Saison. Diamond League Finale in Zürich, dann ist das ISTAF in Berlin noch und dann ist die Saison auch schon vorbei. Und nächstes Jahr sind die Weltmeisterschaften und in Katar. Das wird auf jeden Fall ein Höhepunkt sein, auf den ich jetzt hinarbeite. Und dann Olympia 2020 in Tokio. Das ist auf jeden Fall das größte Ziel, das Fernziel. Und da gebe ich jetzt Gas bis dahin. Und jetzt kann man ja eigentlich nur noch Folgendes machen, ihn so hinzubekommen, dass er schmerzfrei ist, dass ihm nichts wehtut, dass er sich wohlfühlt, dass der Anlauf sitzt und dass er so sein Kraftniveau einigermaßen hält, also eine gute Körperspannung hat. Mehr kann er nicht mehr im Moment erwarten. Ja. Und dann geht es richtig weit, ja, definitiv. Ja. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Satellite by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry, I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday.